Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Mein Name ist Manon. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer digitalen Führung durch die Nordart. In dieser Serie möchten wir euch Künstler und Kunstwerke von vergangenen Ausstellungsjahren vorstellen. Heute geht es um den chinesischen Künstler Shi Zhangjun, der 2019 zum ersten Mal auf der Nordart ausstellte. In Halle 1 der Nordart bewunderte man gleich 3 seiner Werke. Zuerst sah man einen 7,5 Meter hohen Tongian Babylonian Tower. Dahinter befand sich das umgestürzte Parlamentsgebäude, was optisch von einem Selbstporträt von ihm verbunden wurde. Den Nordart-Besuchern haben seine 3 Werke derartig gut gefallen, dass sie ihn zum Publikumspreis 2019 wählten. Das bedeutet, dass Sie bei der nächsten Ausstellung ihn mit seinen Werken wiedersehen dürfen. Was ihr dazu wissen solltet, ist, dass Shi Zhangjun nicht nur ein Bildhauer ist, sondern ein wahnsinniges Multitalent ist. Zum Beispiel macht er auch Performance-Kunst, wie man auf seinem YouTube-Kanal sehen kann. Da sind einige sehr interessante Videos zu sehen. Auch beim Aufbau seiner Werke 2019 gab es einige Performances. Zum Beispiel sind 2 Helfer den 7,5 Meter hohen Turm rauf und runter geklettert, der sich Stückchen für Stückchen aufbaute, wie als wäre es keine Höhe. Und die Nordart-Mitarbeiter haben nur gestaunt. Eine schöne Anekdote ist auch, dass einer der Helfer, der beim Aufbauprozess des umgestürzten Parlamentsgebäudes, als es noch aufrecht stand, die letzten Arbeiten verrichtete, in der Mittagspause vergessen wurde, was bedeutet, dass er wie in einem Käfig gefangen war und unsere Nordart-Mitarbeiter ihn dann mit Kaffee und Keksen durch die kleinen Fenster versorgt haben. Wieso hat der Künstler das Kapitol in Washington, den USA, umgestürzt dargestellt? Das Werk symbolisiert möglicherweise einen Kampf der Kulturen, der sich zwischen Ost und West weiter fortsetzt. Shi macht in seinem Werk wie dem Parlamentsgebäude die Konflikte zwischen Ost und West sichtbar, bildet allerdings selber eine Brücke, indem er aus China nach Europa gezogen ist und in London lebt. Viele von euch werden die Geschichte vom Turm zu Babel sicherlich kennen. Es geht auf eine biblische Erzählung zurück. Und zwar, dass Menschen durch einen Turmbau versuchten, Gott näher zu sein, was er als Überheblichkeit der Menschen erachtete und sie bestrafte. Nämlich, dass er ihnen verschiedene Sprachen auferlegte und sie dadurch nicht mehr miteinander kommunizieren konnten und der Turmbau stagnierte. Chinesische Augen betrachten Geschichten des Westens. Shi interpretiert die biblische Geschichte. In seiner Installation Babylonien lässt Shi östliche und westliche Kulturelemente zu einem Symbolträger verschmelzen, der die Geschichte fortsetzt. Er formt die himmlische Pagode zum Träger menschlicher Erfahrungen um. Shi interpretiert damit die philosophischen Vorstellungen von Unendlichkeit sowie die Träume für die menschliche Zukunft.
这儿问大家好，问 Modern Art 的所有的朋友们、策展人，还有各位大家，这个在一个新的马上展览的开始呢，会跟大家见面。Modern Art 给我这次的获奖的机会。现在呢，我也在这儿做一个行为，叫呐喊。这个呢也是这个在挪威艺术家Edvard Munch的这个作品下受到启发。这个作品非常有打动人，是这样子。Das war meine digitale Führung, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was sagt ihr zu den Kunstwerken? Lasst doch mal ein paar Kommentare hier. Und wenn wir uns live sehen wollen, dann auf der Nordart. Bis dahin, bleibt gesund und bis dann, eure Manon.